Willkommen zu dieser kurzen Einführung in die Datenbank Business Source Premier. Die Datenbank umfasst alle relevanten Teildisziplinen der BWL und ist eine der meistgenutzten Wirtschaftsforschungsdatenbanken und hat den großen Vorteil, dass sie tägliche Updates bietet. Insgesamt umfasst sie Volltexte für mehr als 2300 Zeitschriften, deren Erscheinung sehr lange zurückreicht, zum Teil bis 1886. Neben reiner Literatur bietet sie Marktforschungsberichte, Branchenberichte, Länderberichte, auch Firmenprofile und SWOT-Analysen. Und die meisten der Journals sind peer-reviewed. Wie kann man die Datenbank Business Source Premier nutzen? Das kann man tun, indem man in die Suchmaske in der ELIB den Namen der Datenbank eingibt. Business Source genügt oder Business Source Premier. Und das kann man tun vom Unicampus aus oder von zu Hause mit dem VPN-Client. So, wir haben die Suche nun gestartet und gleich der allererste Treffer hier ist Business Source Premier. Wir klicken direkt auf den Link und so sieht die Datenbank aus. Das hier ist die Startseite. Voreingestellt ist hier direkt eine Freitextsuche und wir beginnen mit einer Beispielsuche nach International Business Enterprise oder Enterprises. Und weil wir eben in unserer Suche nicht ausschließen wollen, weder den Singular noch den Plural, werden wir hier ein Sternchen verwenden, ein Asterix, um eben in unserer Suche sowohl Enterprise als auch Enterprises mit einzuschließen. Diese Suche starten wir nun. Und wir finden eine recht große Anzahl von Treffern zu diesem Suchbegriff. Es gibt hier jeweils Kurzanzeigen von den verschiedenen Artikeln. Hier haben wir auf den ersten Blick den Titel, die Autoren und die dazugehörigen Subjects, sowie, wenn vorhanden, direkt die Möglichkeit, dazugehörige Images zu sehen, Tabellen wie auch Grafiken. Sofern vorhanden ist dann auch direkt ein Link zum Volltext verfügbar. So sieht das Ganze hier aus. Auf der linken Seite haben wir außerdem verschiedene Möglichkeiten zum Filtern unserer Suche. 38.000 sind im Moment ja noch etwas viel, um damit arbeiten zu können. Wir haben beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, wir limitieren auf ausschließlich peer-reviewed Artikel, wobei wir dazu sagen können, auch nicht peer-reviewte Artikel sind aber in dieser Datenbank vertrauenswürdig. Außerdem gibt es hier verschiedene andere Filtermöglichkeiten, beispielsweise nach Source Types oder eben auch nach Subjects. Hier gibt es gleich auch dann eine Anzeige, wie viele Treffer es dann noch wären. Und wir schauen uns zum Beispiel mal an, International Business Enterprise im Bereich Europa. Dann gehen wir hier auf Geografie und Europe. Der Filter wird dann direkt angewendet und wir haben noch 476 Treffer. Darüber hinaus können wir auch hier oben in dem Bereich filtern, indem wir hier direkt unsere Suche eingrenzen, zum Beispiel Subject Term, und dann geben wir als Beispiel an Literature Review. Denn Literature Reviews sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich einen Überblick zu verschaffen über ein Thema Ihres Interesses. Denn diese Reviews haben dann im Grunde für Sie schon Vorarbeit geleistet. Nun haben wir noch 106 Treffer und hier lohnt sich dann auch schon ein genauerer Blick. Wir haben hier auf der rechten Seite auch noch die Möglichkeit, wenn wir mit der Maus rübergehen, eine etwas längere Ansicht zu bekommen, noch nicht eine Vollansicht, aber eine Ansicht zum Beispiel des Abstracts. Und wir haben die Möglichkeit, über diesen Button hier die Artikel unserer Wahl zu einer Merkliste, zu einem sogenannten Folder hinzuzufügen, um sie später dann zum Beispiel exportieren zu können.
Um einen Artikel sich anzeigen zu lassen, klickt man einfach auf den betreffenden Artikel und bekommt dann alle relevanten Informationen, die mit diesem Artikel verbunden sind. Autor, Autorin, ferner die Verschlagwortung und Keywords. Bei den meisten ist außerdem ein Abstract dabei, der einen kurzen Einblick in den Inhalt und die wichtigsten Ergebnisse dieses Artikels gibt. Wenn man sich jetzt verschiedene Artikel zusammengesucht hat und diese in den Folder eingestellt hat, dann kann man im Folder View sich diese Artikel anzeigen lassen, also nur die, die man sich ausgesucht hat. Hier hat man dann die Möglichkeit, diese Artikel entweder sich an die E-Mail zu schicken, auszudrucken, als Datei zu speichern oder zu exportieren. Hierbei ist es auch möglich, die Dateien in ein Literaturverwaltungsprogramm zu exportieren. Eine weitere Möglichkeit, um geeignete Stichworte und Schlagworte zu finden, ist es, indem man Schlagworte im Thesaurus sucht und verwandte Schlagworte dort angezeigt bekommt. Insgesamt ist die Datenbank Business Source eine Datenbank, die einen sehr guten Einstieg in die Literatursuche ermöglicht und eine sehr zielgenaue Analyse der vorhandenen Literatur erlaubt. Die Updates erfolgen täglich, sodass man literaturmäßig immer auf dem neuesten Stand ist. Für weitere Fragen melden Sie sich gern bei uns.